Thank you, Rainer, Helga, dear guests. It's a great pleasure to be here to speak with you today. Ja, vielen Dank und es ist eine große Freude, hier vor Ihnen sprechen zu können. For those who don't know this, I think it's okay for me to say, jetzt ich bin ein Berliner. Das erklärt sich von selbst. Because I've just moved to Berlin from the United States. Ja, er ist gerade aus den USA nach Berlin gezogen. I'm here to tell you there is some good news, as Helga indicated, in terms of the change in the United States. Es gibt, wie Helga schon angedeutet hat, doch gute Nachrichten mit Bezug auf die Veränderungen, die in den Vereinigten Staaten sich abspielen. There's been what you might call a reawakening. Es ist ein gewisses Neuerwachen, was dort stattfindet. And not just in the United States, but globally. Und nicht nur in den USA, sondern weltweit. The problem with an awakening is that it doesn't necessarily solve a problem. Das Problem mit so einem Erwachen ist, dass es nicht notwendigerweise ein Problem löst. You might say the American people have awakened, but they're still a little groggy or sleepy. Die Amerikaner sind zwar wach geworden, aber die sind noch etwas verschlafen oder groggy. In the United States, the election showed that people knew what they did not want. Die Wahl in den USA hat gezeigt, dass die Leute sehr genau wissen, was sie nicht wollen. They did not want a continuation of war with the casualties and the trillions of dollars of spending. Sie wollten keine Fortsetzung des Krieges mit all seinen Opfern und den Milliardenbeträgen, die dafür ausgegeben wurden. They didn't want a continuation of bailing out banks at the expense of the American people. Sie wollten auch keine fortgesetzte Rettung der Banken zu Lasten und auf Kosten des amerikanischen Volkes. And they rejected the arrogant disregard of the establishment for the suffering of the average American. Und sie lehnten natürlich auch ab, die Art und Weise, wie die Eliten sich immer darüber hinwegsetzen, dass die meisten Menschen in dem Land leiden. Contrary to the liars in the media, including here in Germany, there has been no recovery in the United States. Also ganz entgegen den Lügnern in den Medien in den USA, aber auch hier hat es in den USA keine wirtschaftliche Erholung gegeben. There are many new jobs that were created, but they're mostly part-time, temporary, and low wage. Es sind zwar viele Arbeitsplätze geschaffen worden, Jobs, aber die sind in den meisten Fällen kurzfristig schlecht bezahlt. People can't afford health care. Obamacare has been a big fraud. Die Leute können sich Gesundheitsversorgung nicht leisten und diese Obamacare, die sogenannte Gesundheitsreform Obamas, war ein absoluter Betrug. And people can't afford education. The cost of college is now an average of $25,000 to $30,000 per year. Und die Leute können sich ebenso auch Bildung nicht leisten, wenn zwischen 25.000 und 30.000 Dollar jährlich gezahlt werden muss im Durchschnitt für eine Universitätsbildung. So after 16 years of Obama and Bush, there was a build-up of anger and frustration among Americans. Und nach 16 Jahren unter Obama und Bush hat sich natürlich in den USA Wut und Frustration in der Bevölkerung aufgebaut. And Trump spoke to those people. Und Trump hat diese Leute angesprochen. Hillary Clinton did not. Hillary Clinton hat es nicht getan. Hillary Clinton was seen correctly as a continuation or even extension, worsening of the Bush and Obama policies. Ja, Frau Clinton wurde korrekt als das gesehen, was sie ist, nämlich eine Fortsetzung der schlimmsten Aspekte von Bush und Obama. And what Trump did was essentially throw a hand grenade into the ballroom. Trump hat effektiv eine Handgranate in dieses abgekartete Spiel reingeworfen. Now he's in the ballroom and he has to fix it. Und jetzt ist er da drin, er hat das Steuer in der Hand und er muss die Sache jetzt richten. And so there's an opportunity for a significant change in the United States. Es gibt also die Möglichkeit für eine bedeutende Änderung in den Vereinigten Staaten. And one which is long overdue because the United States has been at the center of the chaos and the suffering of most of the world in the last 16 years. Und eine Veränderung, die auch längst überfällig ist, da die USA natürlich im Zentrum sind der Zerstörung, des Chaos und des Leides für einen Großteil der Welt. Now we have no idea what Trump will actually do. Wir wissen überhaupt noch nicht, was Trump tatsächlich tun wird. I speak to some people who are friends of Trump. Ich spreche mit Freunden von Donald Trump. One of them said, the only thing predictable about Donald Trump is that he's unpredictable. Einer sagte mir, dass das Einzige, was man über Donald Trump weiß, oder was man über ihn vorhersagen kann, ist, dass er unvorhersagbar ist, unberechenbar. But this is not about personalities anymore. It's about ideas. It's about transformation. Das hat aber nichts mehr mit Persönlichkeiten zu tun, sondern mit Ideen und mit Transformationen. We're seeing something emerge around Trump
which seems to be inspiring him to be someone different than what we know from Celebrity Apprentice and his normal ego-driven character. Also es tut sich etwas um Trump, was seine Persönlichkeit eher formt, als das, was man üblicherweise annehmen würde für jemanden von dieser Art von Charakter, also eine Art so eine Celebrity, also eine berühmte, gefeierte Persönlichkeit. But it's clear that Trump has figured out these greater questions of war and the potential for collaboration. Aber Trump ist sich über die größeren Fragen wohl im Klaren, vor allen Dingen über die Frage von Krieg und what was the last word? Cooperation. Und der Zusammenarbeit mit anderen Ländern. And as Helga mentioned, he campaigned very strongly for a Trennbankensystem for Glass-Steagall. Und wie Helga schon sagte, hat er das Trennbankensystem zu einem Schwerpunkt seiner Kampagne gemacht. And he's also spoken recently about the need for major infrastructure projects. Und er hat jetzt auch über die Notwendigkeit großer Infrastrukturprojekte gesprochen. And not just casinos and hotels. Und jetzt nicht nur Casinos und Hotels. And he's also spoken about the need to address the frontiers of science in space and in energy. Und er hat auch darüber gesprochen, dass man sich in die Grenzbereiche der Wissenschaft vorwagen muss, vor allen Dingen bei der Raumfahrt und auch bei der Energieerzeugung. So in his own way, he's adopted 3 of the 4 basic laws. Das heißt, auf seine eigene Art hat er 3 dieser 4 Grundgesetze sich schon zu eigen gemacht. But the one he hasn't yet embraced is the most important, Aber das er noch nicht angenommen hat, ist das Wichtigste. which is a change in thinking about money, credit, and human beings. Und das ist eine Veränderung im Denken über Geld, Kredit und den Menschen. Which is actually embodied in the national banking or national credit policy of Mr. LaRouche's 4 laws. Etwas, das in der Nationalbankpolitik in Herrn LaRouches 4 Gesetzen, das der ganzen Sache zugrunde liegt. And what we're doing in the United States is mobilizing to make sure that this becomes the issue, the question of national credit, of Hamiltonian banking. Und in den USA mobilisieren wir eben dafür, dass diese Frage zum Zentrum gemacht wird, nämlich die Frage von wirklichem Kredit- und Nationalbankwesen im Sinne von Hamiltons Entwicklung der Nationalbank. Because if the United States came back to a Hamiltonian policy, then we could work with the Russians, the Chinese, the Indians, and the rest of the BRICS countries. Denn wenn die USA zu einem hamiltonischen Bankensystem zurückfinden würden, dann könnten sie zusammenarbeiten mit Russland, mit China, Indien und den anderen BRICS-Ländern und eigentlich allen Ländern. But I want to just tell you that I think the question is not so much one of personality or policy per se. Ich möchte aber zu Ihnen darüber sprechen, dass ich nicht glaube, dass es direkt um Persönlichkeiten oder Politik an sich geht. It is a question of how people think. Es ist eine Frage, wie man denkt. And we've just solved one of the perennial problems in the transatlantic region. Und wir haben gerade eines der immer wiederkehrenden Probleme im transatlantischen Sektor gelöst. The belief that nothing can change, that they are too powerful, that they control everything. Und zwar der Glaube, dass man nichts verändern kann, dass die da oben zu mächtig sind und diese Änderung nicht zulassen werden. The globalists are losing. Die Globalisierer verlieren. Whether it's the Brexit vote, the Italian vote, the Moldova presidential vote, or the American vote, they're losing. Ob es der Brexit war, die Abstimmung in Italien, die Präsidentschaftswahl in Moldawien oder eben auch in den USA, diese Partei ist am Verlieren. Their system is collapsing, Ihr ganzes System kollabiert. and they're not that smart. Und sie sind auch nicht so schlau. They're still doing the same things that have collapsed the system. Sie machen immer noch genau dieselben Sachen, die zu genau diesem Kollaps geführt haben. But we now have a glimmer of hope because people see that they can be defeated. Aber wir haben jetzt eben einen Hoffnungsschimmer, weil die Leute doch sehen, dass diese Kräfte besiegt und geschlagen werden können. I mean, it's almost at the point where you can feel sorry for Barack Obama. Wir sind fast an dem Punkt, wo einem Barack Obama fast leid tun kann. At the APEC conference in Lima, Peru, no one really wanted to talk to him. Beim APEC-Gipfel in Peru, in Lima, wollte keiner mit ihm reden. He came to Berlin and had a meeting with a number of leaders who were all being voted out of office. In Berlin hat er sich mit einer Reihe von Staatsführern getroffen, die alle gerade rausfliegen. And so the old regime is self-defeated by their own way of thinking. Also das alte Regime besiegt sich selbst durch die ihm innewohnende Denkweise. So what do we do to change
the grogginess of the American people, and I think to wake up the Germans to the fact that the Merkel regime has to go. Also wie erwecken wir die Amerikaner, aber eben auch die Deutschen aus ihrem Zustand der Schlaftrunkenheit dahin zu erkennen, dass auch das Merkel-Regime weg muss. I have to tell you, I've been somewhat shocked by the number of people who say there's no alternative to Merkel. Ich muss Ihnen sagen, dass ich doch etwas schockiert bin über die Zahl der Leute, die mir sagen, dass es keine Alternative zu Frau Merkel gibt. We used to hear that all the time in the United States. Wir haben das in den USA auch immer gehört. Hillary is going to be the next president. Hillary wird die nächste Präsidentin sein. Well, she's not. Und sie ist es nicht. Now, she doesn't like that. Ihr gefällt das natürlich Her nicht. supporters haven't accepted it yet. Und ihre Unterstützer haben das auch noch nicht akzeptiert. But I want to talk about this question of the quality of thinking that's required. Aber ich möchte über die Frage der Qualität des Denkens sprechen, die notwendig ist. Because this is what Mr. LaRouche and also Helge Zepp LaRouche and the Schiller-Instituts have been addressing uniquely over these years. Denn das ist etwas, was Herr LaRouche und auch Frau Zepp LaRouche über viele Jahre einzigartig angesprochen haben und immer wieder zum Thema gemacht haben. And to get at this, I just want to take a brief look at what this musical program was that the conference opened today. Und um das zu tun, möchte ich noch einmal kurz auf die musikalische Einführung dieser Veranstaltung heute blicken. You might say the marriage of Lincoln and Dvorak. Also man könnte sagen, die Hochzeit zwischen Lincoln und Dvorak. Lincoln represented an absolutely unique change in American history. Lincoln repräsentiert in der amerikanischen Geschichte eine absolut einzigartige Änderung. He was a man of great courage and also of great poetry. Er war jemand, der sehr mutig war und auch sehr poetisch. The Gettysburg Address was given at a point where the war was not yet won. Die Gettysburg-Rede hat er an einem Punkt in diesem Bürgerkrieg gehalten, als der längst nicht gewonnen war. And at Gettysburg there were more than 50,000 soldiers who were killed or wounded. Und in Gettysburg wurden mehr als 50.000 Soldaten ihr Leben verloren oder wurden verwundet. We now know from looking back at history this was a turning point in the war because the South could not defeat the North. Wir wissen heute, zurückblickend auf diese Zeit, dass das schon ein Wendepunkt war in dem Krieg, weil der Süden den Norden nicht mehr besiegen konnte. But Lincoln's words that were spoken at Gettysburg, that are in the American cantata that you heard this evening, expressed a sense of how ideas and principles are more powerful than even armies. Aber Lincolns Worte, die wir heute hier in Musik gesetzt haben, bringen eben zum Ausdruck, dass es Ideen gibt, und Prinzipien, die mächtiger sind als jede Armee. And Lincoln himself was not able to live to see the accomplishment that he intended with his economic policies. Und Lincoln selbst lebte nicht lange genug, um mitzuerleben, dass die von ihm beabsichtigten Änderungen auch im wirtschaftlichen Bereich stattfinden würden. But the victory in the Civil War consolidated a return to the principles of the American economic system. Aber der Sieg in diesem Bürgerkrieg konsolidierte eben eine Rückkehr zu den eigentlichen Prinzipien, die aus der amerikanischen Revolution eben kamen, wirtschaftlichen Prinzipien. In particular, a return to Hamiltonian credit policies. Und spezifisch zu Hamiltonscher Kreditpolitik. Which led to an incredible economic transformation of the United States in the latter part of the 19th century. Und das führte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einer unglaublichen wirtschaftlichen Entwicklung in den Vereinigten Staaten. And which inspired people in Europe, including Bismarck and people in France, Russia, Japan, all over the world. Und das inspirierte natürlich auch Leute in Europa, Bismarck zum Beispiel, aber auch Frankreich oder Japan und viele, viele andere Länder in der Welt. I'm sure one of those people who was inspired by what he saw in America was Antonin Dvorak. Ich denke, jemand, der sicherlich inspiriert war durch das, was in Amerika geschah, war Antonin Dvorak. He moved to the United States briefly 25 years after the Civil War. Etwa 25 Jahre nach dem Bürgerkrieg ist er für kurze Zeit nach Amerika gezogen. And he saw both the potential but also the need for American music. Und er erkannte nicht nur das Potenzial, sondern auch die Notwendigkeit für amerikanische Musik. And two of the pieces he wrote in America, we heard a section from the New World Symphony
just before, but also the American Quartet, one of his most beautiful quartets. Und zwei der Stücke, die er dort eben schrieb, eins davon haben wir zum Teil hier gehört, die Sinfonie Die neue Welt, aus der neuen Welt, und das amerikanische Quartett, also wunderschöne Musik, die er komponiert hat. And when he returned to Europe, he brought that spirit that he picked up in America back with him. Und als er nach Europa zurückkehrte, hat er diesen Geist, den er in Amerika aufgesogen hat, eben mitgebracht. Now, it's this marriage of poetry and statecraft which is what's needed today. Und diese Vereinigung aus Poesie und Staatskunst ist genau das, was heute auch notwendig ist. Because we have an opportunity, but the opportunity itself is not a guarantee for success. Denn wir haben hier eine Möglichkeit, eine Gelegenheit, die sich bietet, aber die ist nicht automatisch eine Garantie für Erfolg. And this brings me to one of the leading ironies that all of us have to face. Und das bringt mich zu eigentlich der größten Ironie, der wir alle uns gegenüber finden. How does a small group of people change a nation? Wie kann eine kleine Gruppe von Menschen eine Nation verändern? Especially a group of people who have almost no money, Besonders eine Gruppe von Leuten, die fast gar kein Geld hat. and we're up against a degenerate culture which is still here despite the shifts that we're seeing. Und die mit einer degenerierten Kultur zu tun haben, die natürlich immer noch da ist, direkt hier, obwohl gigantische Veränderungen bereits geschehen. And this is why the Schiller-Institute is such an important institution in the world today. Und das ist der Grund, warum das Schiller-Institut eine so wichtige Institution und Organisation ist heute in der Welt. Again, it's not just program and policies, although we have the best program that possibly could be implemented for the world. Also nochmal, es geht nicht nur um Programme und eine bestimmte Politik, obwohl wir das beste Programm haben, was derzeit auf der Welt umgesetzt werden könnte. It is this idea of creating a new renaissance. Sondern es ist die Idee, eine neue Renaissance zu schaffen. And I don't normally do this, but I want to read you a couple quotes from Donald Trump. Ich tue das normalerweise nicht, aber ich möchte Ihnen einige Zitate von Donald Trump vorlesen. Because there's a tremendous change in his personality. Weil eine unglaubliche Veränderung auch in seiner Persönlichkeit He's da still ist. throwing grenades into the ballroom, Der wirft immer noch mit Granaten um sich, but he's speaking now as a leader. aber er spricht jetzt eben als Führer. Just a couple things he said at a meeting in Cincinnati this week, Cincinnati, Ohio. Das ist aus einem Treffen in Cincinnati in Ohio diese Woche. He said, "We will pursue a new foreign policy, one which finally learns from the mistakes of the past." Er sagt also, wir werden eine neue Außenpolitik verfolgen, die endlich aus den Fehlern der Vergangenheit lernt. We will stop trying to topple regimes and overthrowing governments. Wir werden damit aufhören, zu versuchen, Regime zu stürzen und Regierungen aus ihrem Amt zu werfen. We spent $6 trillion in the Middle East, and the Middle East today is far worse than it's ever been. Wir haben 6 Billionen Dollar ausgegeben im Nahen Osten und die Lage dort ist heute schlimmer, als sie je zuvor gewesen ist. Then he came to the more poetic side of what he was saying. Und dann kam er zur eher poetischen Seite dessen, was er da sagte. He said, "We used to think big, Wir haben mal groß gedacht, but we started thinking small. aber jetzt denken wir klein. And I'm asking you to dream big again. Und ich bitte Sie, heute wieder große Träume zu haben. And bold and daring things for your country will happen again." Und gewagte und große Dinge werden auch wieder geschehen können. He said, "We are working toward prosperity at home, peace abroad, and new frontiers in science, technology, and space." Naja, wir arbeiten auf wirtschaftlichen Wohlstand im eigenen Land, Frieden auf der Welt und in Richtung der neuen Grenzen in der Wissenschaft, in der Technologie und im Weltraum. And then he took it even to a more profound level. Und dann hat er das zu noch eine tiefere Ebene gebracht. He said, "The script is not yet written. Das Skript ist noch nicht geschrieben. We do not know what the next page will read. Wir wissen noch nicht, was auf der nächsten Seite stehen wird. But what we do know is that the pages will be authored by each of you. Aber was wir wissen, ist, dass diese Seiten verfasst werden durch jeden von Ihnen. Each one of you. Jeden Einzelnen. Americans will be the captains of their own destiny once again.
Die Amerikaner werden wieder ihres eigenen Glückes Schmied. I talked about our great movement, but you are the movement. Ich sprach über unsere große Bewegung, aber Sie sind die Bewegung. I'm just the messenger. Ich bin nur der Bote. Now, there was a famous article written by the poet Percy Shelley. Der Dichter Percy Shelley hat einen berühmten Aufsatz geschrieben, It's called Defensive Poetry. die Verteidigung der Poesie. And he talks about how at moments of great transformation, people can change. Und er spricht darin darüber, wie in Zeiten großer Transformationen Menschen und Völker sich verändern können. And change, again, on a profound, a tief level. Und zwar tiefgreifende Veränderung. He said, at such periods, there is an accumulation of the power of communicating and receiving intense and impassioned ideas respecting man and nature. Und er sagt, ungefähr in solchen Zeiten kommt es zu einer Akkumulation, also einer Ansammlung der Macht, der Kommunikation, also des Vermittelns und des Empfangens von leidenschaftlichen Ideen über den Menschen und über die Natur. And this is where your ability to be optimistic becomes a strategic factor in the world. Und an diesem Punkt wird Ihre Fähigkeit, optimistisch zu sein, ein strategischer Faktor in der Welt. A way of thinking has fallen by the wayside. Die alte Denkweise ist vom Weg abgekommen. The old axioms no longer work, whether it's quantitative easing or containment of Russia and China. Die alten Axiome funktionieren nicht mehr. Also egal, ob das die quantitative Erleichterung ist im Bankensystem oder die Eindämmung Chinas oder Russlands. Don't assume that people are too stupid to understand what's happening. Glauben Sie nicht, dass die Leute zu dumm sind, zu begreifen, was da passiert. They need to be pushed, they need to be kicked, but there's a hunger for something more profound about the future. Man muss natürlich Druck machen, man muss sie schieben und drücken, aber es ist ein großer Hunger in den Leuten, zu begreifen und auch teilzuhaben an dem, was sich da gerade abspielt. You hear it in that beautiful slow movement that we just heard of the Ninth Symphony of Dvorak. Sie hören das zum Beispiel in diesem schönen Satz oder Teil, den wir gerade gehört haben aus der 9. Sinfonie von Dvorak. There's something in it that brings to you a sense of an unfulfilled longing. Es ist etwas darin, was einem ein Gefühl vermittelt eines unerfüllten Verlangens. And something which is just beyond your grasp, your mental and your ability to express it. Also etwas, was gerade jenseits dessen liegt, was man direkt geistig und auch physisch greifen kann. But you see it at work in Trump. Aber man sieht das in Aktionen bei Trump. I'm not saying that he's the solution. Und ich sage nicht, dass er die Lösung ist. We have to keep the motion going internationally. Wir müssen international weiter mobilisieren. And if we do that, it's apparent that Trump can respond. Und wenn wir das tun, dann ist es ersichtlich, dass Trump auch darauf reagieren wird. And if we can bring the United States into an alliance with the BRICS countries, Und wenn wir die Vereinigten Staaten in Allianz mit den BRICS-Ländern bringen können, then we will not only be able to bury the old paradigm, dann werden wir nicht nur das alte Paradigma begraben können, but create an opportunity for future generations to achieve or to live the life of the extraterrestrial imperative. sondern für zukünftige Generationen die Möglichkeit schaffen, den extraterrestrischen Imperativ leben zu können. I've often been accused of being a naively optimistic American. Mir wurde oft vorgeworfen, dass ich ein naiv optimistischer Amerikaner sei. And many times maybe that was true. Und oft stimmte das vielleicht. But the time has changed where we all have to be optimistic. Aber die Zeiten haben sich geändert und jetzt müssen wir alle optimistisch sein. And we have to be the messengers of a new renaissance so we can make Trump a better messenger for an American future. Wir müssen zu Botschaftern einer neuen Renaissance werden, sodass wir auch Trump zu einem besseren Botschafter machen können für seine Rolle heute in Amerika. And that's what we're doing with the Manhattan Project of Mr. LaRouche. Und das tun wir mit dem Manhattan-Projekt von Herrn LaRouche.
I don't know if people thought about this, but both Hillary Clinton and Trump were running their campaigns from Manhattan. Ich weiß nicht, ob Sie darüber nachgedacht haben, aber sowohl Hillary Clinton als auch Donald Trump haben ihre Kampagnen von Manhattan aus geführt. Hillary heard very clearly what we were saying, Hillary hat sehr genau gehört, was wir zu sagen hatten. and she opposed it. Und sie war dagegen. At least some of what we were saying has gotten through to the Trump people. Und wenigstens einige der Dinge, die wir gesagt haben, haben ihren Weg gefunden zu den Verantwortlichen im Trump-Lager. So we have a very great future ahead of us. Also uns steht eine große Zukunft bevor. And we don't really need your help, we need your active participation. Und wir brauchen nicht so sehr Ihre Hilfe, als vielmehr Ihre aktive Teilnahme. And I'll just finish by saying that being a poor organization in itself, in terms of money, is not a virtue. Ich sage mal, es ist also als Organisation mit Geld arm zu sein oder wenig davon zu haben, an sich ist keine Tugend. It means we haven't been bought by anyone, Es heißt auf jeden Fall, dass wir nicht gekauft worden sind. but we do need your help to make sure we can bring this message of hope to the people in Germany. Aber wir brauchen Ihre Hilfe, um diese Botschaft der Hoffnung auch den Deutschen bringen zu können. So thank you for having me here, and I guess we have a couple minutes for questions. Ja, also vielen Dank. Und wir haben vielleicht